Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Jesus Christus am Ölberg. Ein Mensch, der mit sich vollkommen allein zu sein scheint, der im Zwiegespräch mit Gott seinen weiteren Weg, seine Entscheidungsfindung zu finden sucht. Ein Bild des spätmittelalterlichen Künstlers Rüland Frühauf, das Teil eines großen Ensembles war. Teil eines Flügelaltars, so wie sie üblicherweise in den Kirchen des Mittelalters die Funktion hatten, dem Kirchenvolk die Glaubensgeheimnisse näher zu bringen und zu erklären. Eine Verortung dieses Jesus Christus, der mit 3 seiner Jünger auf den Ölberg gestiegen ist, um eine Entscheidung zu treffen. Nämlich Petrus, Jakobus der Ältere und Johannes, die mitgekommen sind, nun aber gar nicht präsent sind, weil sie schlafen und somit Jesus Christus in dieser schwierigen Situation vollkommen sich selbst überlassen und ihn mit dieser alleine lassen. Symbole, ganz wichtig in der mittelalterlichen Kunst, auf diesem Sandsteinfelsbrocken, der hier einen Raum definiert und Jesus Christus in der Komposition sehr geschickt und klug zu verorten erlaubt. Es steht zuoberst der Kelch, aus dem Jesus Christus im übertragenen Sinne trinken wird. Also eine Vorwegnahme auch dieses Glaubensgeheimnisses der Wandlung, Fleisch und Blut, Brot und Wein. Jesus Christus als fast psychologisch interessante Darstellung in der Reflexion ganz mit sich alleine. Und dann diese Darstellung der Landschaft in Symbolen und Kürzeln, synonymhaft hineingestreut, aufgelöst wie ein Wäldchen aus mannshohen Bäumen und Sträuchern, inmitten dessen die Häscher, die Passion verantworten werden, die Jesus Christus kurze Zeit später, nachdem er sich dazu durchgerungen hat, im Zwiegespräch mit seinem Vater, mit Gott, diesen steinigen, schwierigen, leidvollen Passionsweg zu gehen, inmitten derer Judas, der ihn verkauft hat, mit dem Geldbeutel in seinen Händen. Und dann so charmante kleine Details hineingewürfelt in diese illusionistische Landschaft, die noch bei weitem nicht naturalistisch, gegenständlich, zentralperspektivisch wirkt, sondern eben verkürzt. Der kleine weiße Windhund, der da durch dieses Wäldchen trabt. Ein Gewässer und dann der Mittelgrund und Vordergrund, in dem wir mit der Hauptszene konfrontiert werden. Rüland Frühauf, jener Künstler, der vermutlich im Raume Salzburg 1440, 1450 geboren ist, um dann ab 1470 eigenständig als Künstler tätig zu sein, der dann in den 1490er Jahren in das andere kulturelle und vor allem wirtschaftliche Zentrum Passau übersiedelt, um dort tätig zu sein. Dieser Rüland Frühauf, der, und das zeichnet ihn aus, seine Werke mit Signatur versieht und damit uns auch die Möglichkeit gibt, ihn wiederzuerkennen und den Urheber des Werkes zu wissen. Dieser Rüland Frühauf, der sich durch eine delikate Stilistik in der Darstellung der Figuren, in ihrer sensiblen, psychischen Verfasstheit, der aber in der Darstellung von Textilien relativ oberflächlich ist. Die Drapagen sind sehr weich um diese Körper herum, fließend gezeigt und damit wird er sich auf andere Details, nämlich auf Körper und Gesichter konzentrieren. Dass es sich um die Innenseite eines Flügelaltars handelt, das zeigt uns der Goldgrund mit der aufwendigen Punzierung. Das heißt, es ist die sogenannte Festtagsseite dieser Tafelbilder, die man öffnen und schließen konnte, um zu hohen Festtagen wie beispielsweise die Osterzeit das Kirchenvolk mit den Glaubensgeheimnissen zu konfrontieren, nämlich auf der Innenseite in dieser sehr, sehr opulenten, aufwendigen Gestaltung der Passion Christi. Die Außenseite, das heißt, wenn man die Tafeln zuklappte, rund um den Schrein zeigten
das Leben Mariens in einer nicht ganz so aufwendigen Gestaltung. Genießen Sie die unglaubliche Eleganz und Schönheit dieses Werkblocks, dieses Ensembles. 8 Tafeln sind es heute, 4 Tabole waren es da einst, bis in die 1940er Jahre durchaus üblich. Man hat, um aus dem Sakralwerk ein profan zu betrachtendes zu machen, die Tafeln gespalten, das heißt in 2 Hälften gesägt, um diese Bilder dann an die Wand hängen und als einzelne Tafelbilder erlebbar machen zu können. Der Blick darauf lohnt. Er zeigt schließlich einen Menschen in der Selbstfindung, psychologisierend könnte man sagen, am schwierigsten und steinigsten Wegabschnitt seines Lebens. Wir freuen uns auf Sie in der österreichischen Galerie Belvedere.